Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Dies wird meine neue Gartenküche und ich habe einiges geschafft. Heute werde ich die Gastromöbel einbauen. Ich habe Schubkastensysteme, verschiedene Türen und eine große Überraschung. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das Ganze einbaue, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze hinterher ausschaut, dann bleibt dran, gleich geht's los. Das wird meine neue Arbeitsküche. Ich habe im letzten Video gezeigt, wie ich den Trempel und die Arbeitsplatte gebaut habe. Das Herzstück meiner Küche wird mein Napoleon Phantom P500 werden. Diesen Grill werde ich modifizieren, ich werde ihn umbauen und anschließend hier in diese Nische einbauen. Die anderen Trempelwände, dort und auch dort, werden Möbel bekommen. Zum Teil werde ich Türen einbauen, zum Teil aber auch richtig massive Gastromöbel. Ich habe hierzu einige Bestellungen getätigt, die mittlerweile eingetroffen sind. Ich werde mit euch zusammen die Pakete nun auspacken und anschließend zeige ich euch, wie ich die Möbel einbaue. Die Türen kamen solide verpackt relativ schnell innerhalb von 2 Tagen an. Eine der Türen habe ich bereits ausgepackt, um euch einmal zu zeigen, was im Lieferumfang enthalten ist. Die Tür selber ist China-like sehr oft eingepackt, also wirklich sehr guter Transportsicherung, die hier vorhanden ist. Ihr seht, das Ganze ist aus Edelstahl gefertigt mit einer Schutzfolie und der Scharnier geht gängig durch. Im Inneren sind noch Streben angebracht, an denen ich Haken einhängen kann, um zum Beispiel Kochgeschirr und ähnliches zu befestigen. Was ihr auch merkt ist, die Tür hält. Es gibt einen Magnetverschluss. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann halten die Türen auch solide und öffnen sich nicht von alleine. Zur Qualität muss ich sagen, ich habe hier im Inneren einige kleine Kratzer, aber im Außenbereich ist das Ganze wirklich gut verarbeitet. Für den Preis kann ich hier wirklich nicht meckern. Das ist wirklich überraschend gute Qualität, die ich hier geliefert bekommen habe. Zusätzlich im Lieferumfang ist ein kleiner Stahlschwamm, wofür auch immer, das muss ich noch herausfinden. Dann habe ich hier ein Blech, das sieht mir sehr nach einem Lüftungsblech aus. Ja, wofür das sein soll, das muss ich noch herausfinden, denn das ist einer der Nachteile, die mir schon aufgefallen sind. Es gibt keinerlei Einbauanleitung dazu. Ich denke, das ist im Großen und Ganzen selbsterklärend, denn ich habe hier an der Seite die Befestigungsstreben, hier eine Schraube durch und das Ganze wird direkt im Holz von meinem Küchentrempel verschraubt. Allerdings ja, keinerlei Anleitung oder ähnliches mit dazu. Aber okay, möchte ich nicht meckern für den Preis. Dann habe ich hier noch eine Tüte. Hier ist der Griff. Ein Schraubendreher, kleine Schrauben für den Griff. Ja, das ist okay. Das passt. So, packen wir das Ganze wieder ein. Übrigens, die Tür, die Einbaukorpusse und auch die anderen Türen verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Wenn ihr Lust habt und euch das Ganze gefällt, könnt ihr das auf diesem Weg ganz bequem nachbestellen. Der Form halber möchte ich die zweite Tür ebenfalls noch auspacken, um zu schauen, ob hier die Ware in Ordnung ist. Ihr seht, das Ganze ist wirklich sehr gut verpackt. Auch hier der Griff, das Metallblech und dieser kleine Stahlschwamm. Und soweit ich das sehen kann, ist auch an dieser Tür alles in Ordnung. Neben den beiden großen Türen habe ich auch eine kleinere Tür bestellt. Diese Tür soll
in die kleine Ecke eingebaut werden. Doppelwandig, wie ihr hier sehen könnt. Hier ist der Aufkleber jetzt schwarz. Die Folie hat einige kleine Kratzer, aber nichts, was jetzt irgendwo durchschimmert. Auch hier ist die Befestigung selbsterklärend. Ich werde mir einen Ausschnitt in die Wand schneiden, in meine Holzwand, so dass das gerade so reinpasst, und anschließend werden diese Winkel hier in das Holz hineinreichen, eine Schraube seitlich in das Holz rein, und das Ganze sollte halten. Was ich jetzt nicht ganz so toll finde, ist, dass dieser Winkel, ich hoffe, man kann das erkennen, relativ bündig ist mit dem Überstand. Das heißt, sinnvoller wäre es aus meiner Sicht gewesen, diesen Winkel etwas kleiner zu machen, etwas weiter hineinzusetzen, denn so muss ich das Loch genau auf dieser Höhe ausschneiden und habe keine Falz, keine Kante, die das Loch noch von außen überdecken würde. Hier muss ich wirklich sehr genau arbeiten, denn wenn das Loch so groß ist wie der Außenrand, denn ich muss das Ganze ja reinbekommen zum Festschrauben, dann sehe ich jeden Spalt, der sich hier seitlich ergibt. Hätte man anders lösen können, aber ich denke, für den Preis von knapp unter 100 € kann ich da nicht meckern. Zubehörteile sind ebenfalls dabei, auch der Griff ist hier dabei. Sehr schön, das gefällt mir. Die nächste Tür ist eine Doppeltür. Diese Tür war ursprünglich gedacht, um unter dem Waschtisch beidseitig öffnen zu können, um dort unten besser heranzukommen. Diese Tür werde ich aber im gleichen Modell auch noch mal unter den Grill bauen, denn vom Format her passt das wirklich sehr gut. Diese Tür hat in etwa die Breite des Grills, das heißt, ich kann die schwarzen Türen von meinem Napoleon Phantom P500 problemlos ersetzen, indem ich diese Tür davor blende. Auch hier seht ihr, einige Schrammen sind schon vorhanden, allerdings, wenn ich die Schutzfolie abmache, ist unten drunter alles in Ordnung. Auch hier das Ganze aus Edelstahl, rostsicher, kein Magnetverschluss. Da muss ich noch schauen, ob ich das hier noch in der Tüte mit dabei habe, aber das sieht mir nicht so aus. 2 Griffe sind dabei, aber den Magnetschalter bzw. den Magneten, damit die Türen halten, kann ich auch nachrüsten. Gibt es im Baumarkt zu kaufen, kostet nicht die Welt. Was mir hier aber deutlich besser gefällt, ist der Einbaurahmen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier den Rahmen mit den beiden Löchern, um das Ganze im Holz festzuschrauben. Ich werde den Ausschnitt in der Wand so groß machen, wie dieser Rahmen ist. In diesen Rahmen wird das Ganze ins Holz eingesetzt und durch die Schrauben seitlich festgeschraubt. Auf der Außenseite habe ich jetzt aber den Vorteil, dass ich hier einen Überstand von gut und gern 2 bis 3 cm habe. Das heißt, das innere Loch ist nur wenig kleiner als der Rahmen bzw. etwas größer als dieser Innenrahmen, und der Rahmen hier außenrum verdeckt das Loch. Ich kann also bequem arbeiten und muss hier nicht auf den Millimeter achten, denn ich habe hier etwas Spiel, weil der Rahmen eventuelle Unachtsamkeiten oder Ungenauigkeiten wunderbar verdeckt. Finde ich besser als bei der kleinen Tür, aber gut, damit muss ich leben. Diesen hatte ich bereits ausgepackt. Es handelt sich hier um ein Modell mit 2 Schubladen. Das Spannende an diesem Modell war für mich anfänglich bereits, dass diese beiden Schubkästen direkt eingelassen waren und keinerlei Möglichkeit bestand, die herauszuziehen. Ich habe mit einer kleinen Schraube hier eingehakt und habe mir den Schubkasten herausgezogen, und jetzt kann ich beide Schubkästen bequem öffnen. Das Ganze wird eingerastet, ein wenig wackelig. Ich habe aber einen doppelläufigen Auszug hier unten dran. Laut der Beschreibung soll das Ganze noch ein bisschen nachgefettet werden, dann läuft das deutlich besser. Was ich an der Stelle euch im Video nicht zeigen kann, aber sagen möchte, ist, ein leichter Geruch von Öl, von Fett ist durchaus zu vernehmen. Das Ding kommt direkt wahrscheinlich aus der Fabrikhalle und sollte noch eine Weile ausdünsten, aber mein Grill hat im Endeffekt nicht anders gerochen und nach ein paar Tagen war das Ganze erledigt.
Ich habe hier noch eine kleine Schachtel. Ich gehe davon aus, dass hier die Zubehörteile Griff, noch ein Griff, ein dritter Griff und die Schrauben. Hier ist sogar eine Produktanleitung mit dabei. Allerdings ist es mehr oder weniger nur ein Katalog und keine Einbauanleitung. Denn da kommt für mich im Moment schon die große Frage, wenn ich mir das Ganze jetzt hier anschaue, ich habe hier die Schrauben, an denen die Schienen befestigt sind, ansonsten keine weiteren Öffnungen oder Schraublöcher. Auch auf der Unterseite ist nichts zu sehen, auf der Rückseite nicht, auf der anderen Seite auch nicht. Wenn ich diesen Korpus nun in die Wand einbaue, ich habe hier keine Befestigung, um das irgendwo an der Wand festzumachen. Mein Ziel, mein Gedanke ist es, die Wand aufzuschneiden in einer Höhe von 10 cm, auf den Boden die Gasbetonsteine zu legen, die ich noch übrig habe, 10 cm dick sind die, mit einer Schutzfolie das Ganze von oben her abdichten und anschließend wird dieser Korpus durch die USB-Platte auf diesen Gasbetonstein aufgelegt, damit das Ganze bündig in der Fläche aufliegt. Allerdings habe ich ein wenig Bedenken, wenn ich jetzt, jetzt habe ich es zugemacht, wenn ich jetzt den Schubkasten herausziehe und hier großes Gewicht ist, dass der Korpus nach vorne kippt. Deswegen sollte das Ganze in irgendeiner Form verschraubt werden. Ich tendiere dazu, den untersten Schubkasten zu entfernen, den oberen auch und anschließend von innen 2 Schrauben in den Gasbeton einzulassen, damit dieser Korpus auch fest in der Nische, in die ich es einbauen möchte, festgemacht werden kann, ohne dass mir das Ganze wackelt oder gegebenenfalls sogar gestohlen wird. Ein weiteres Gastromöbelstück ist in diesem Karton versendet worden. Ihr seht, der Karton hat eine Außenkante nachträglich angebracht. Zum Auspacken solltet ihr also einen guten Cutter zur Hand haben. Und ihr seht, es handelt sich hierbei um einen Auszug, der dreifach geöffnet werden kann. Auch hier keine Möglichkeit, diese Schubkästen zu öffnen. Ich nehme jetzt einfach eine Schraube und ziehe mir das Ganze ein wenig nach oben. Und ihr seht, relativ leichtläufig. Insgesamt 3 Schubkästen. Ich habe mir die Korpusse zunächst auf der Arbeitsplatte aufgestellt, um mir das Ganze mal anzuschauen. Ich bin erstaunt, wie weit das Ganze der Wegen herauszuziehen geht. Da bekomme ich jede Menge Arbeitsmaterialien unter und das Ganze ist auch sehr robust. Was mir hier bei beiden Modellen nicht gefällt, das hatte ich vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt hier schwere Sachen drin habe, dann wird das Ganze runtergehebelt. Ich muss diesen Korpus in irgendeiner Form befestigen. Damit ich die Türen regelmäßig wieder aufbekomme, werde ich zunächst die Griffe anmontieren. Was ich jetzt nicht ganz begriffen habe, es gibt kleine Schrauben hier inklusive dazu. Und zusätzlich habe ich in diesem Set für den Griff ebenfalls 2 Schrauben. Und wenn ich den jetzt einfach mal auspacke, die Schrauben wieder extra eingeschweißt, ganz wichtig, damit genügend Folie produziert wird. Die Griffe sind auch identisch.
So, die Schrauben, die jetzt hier dazu sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass die wirklich passen, denn die sind einfach viel zu lang. Ich vermute, dass diese Schrauben benutzt werden bei den doppelwandigen Schubkästen, denn der Ausziehschubkasten ist nur einwandig. Hier wird dieser zum Einsatz kommen, die kleinen Schrauben mit einer kleinen Unterlegscheibe. Ihr seht, hier muss ich das letzte Stückchen mit Kraft eindrücken. Der Vorteil ist, das Ganze ist dicht, es hält. Bei diesem hier reicht es, wenn ich mit dem Finger einfach das Ganze randrücke. Das funktioniert hier nicht. Hier muss wirklich Kraft aufgewendet werden. Auch an den anderen Schubkästen habe ich die Griffe montiert. Und ihr seht, ich habe es geschafft, die Schubladen aus dem Schrank zu entnehmen. Das ist relativ simpel gemacht. Hier an der Seite ist ein kleiner schwarzer Haken. Auf der einen Seite muss er nach unten gedrückt werden und auf der anderen Seite nach oben, um ihn aus der Rasterung rauszunehmen. Also da, wo der Bogen hingeht, wird er hingebogen. So schaut das Ganze dann aus der Nähe aus. Und dann kann ich die Schublade entnehmen und reinigen. Und natürlich habe ich so auch die Möglichkeit, den Korpus zu befestigen. Im Inneren schaut das Ganze so aus. Die Laufrollen sind zweckdienlich, möchte ich mal sagen. Sie wackeln nicht, sie sind stabil, sie gleiten relativ gut. Aber man merkt auch der Sache an, dass ich hier im Endeffekt knapp 200 € bezahlt habe. Was ich machen kann, hier an die Seite Löcher reinbohren und dann kann ich den Korpus direkt mit der Seitenwand verschrauben. Denn da, wo der Schubkasten steht, unten drunter wird dieser Korpus eingebaut. Die erste Tür werde ich hier in der Ecke einbauen. Es ist eine von den größeren Türen, die dann hier in etwa platziert werden wird. Was ist zu beachten? Zum einen habe ich mir bereits das Maß genommen, und zwar von der Innenkante bis zur Innenkante die Lochgröße. Das sind 35,5 cm und von hier oben bis hier unten sind es nochmal 51 cm. Wenn ich das Ganze jetzt hier so anbringe, überdeckt dieser Rahmen meinen Ausschnitt und ich kann beruhigten Gewissens hier einsägen. Von der Öffnung her habe ich hier ein Ständerprofil hinter der USB-Platte und auch hier dahinter ein Ständerprofil. Ich kann also hier dazwischen hin und her variieren. Allerdings möchte ich diese Öffnung, diese Schraubenlöcher, die ich hier habe, irgendwo seitlich in das Holz hineinbekommen. Die USB-Platte ist dafür zu schmal, das heißt, ich muss von innen noch ein Holz dagegen schrauben. Dieses Holz muss neben das Ständerprofil angeschraubt werden und erst daneben kann ich mit der Tür beginnen. Weiterhin ist zu beachten, wenn ich die Tür jetzt einbaue und die Tür öffne, ihr seht, die geht relativ weit auf. Vorsichtig absetzen. Wenn die Tür zu weit auf der linken Seite angeschlagen wird, kann es passieren, dass die Tür gegen die Wand knallt. Das möchte ich verhindern, dass zumindest auch der Türgriff genügend Platz hat, um eine 90° Öffnung hinzubekommen. Das funktioniert hier auf jeden Fall. Dafür habe ich genügend Platz. Ich werde mir nun die Öffnung anzeichnen. Und hierfür beginne ich unten. Meine Bodenplatte ist fast perfekt waagerecht, zumindest in diesem Bereich. Und ich möchte die unterschiedlichen Türhöhen, ich habe hier die großen Türen, die kleinen Türen, die verschiedenen Schränke, sollen optisch irgendwo doch zueinander passen. Und das mache ich, indem ich von unten die gleiche Höhe annehme.
Ich habe als Maß ausgemessen, das Ganze auf 12 cm zu nehmen. Ich mache mir hier eine kleine Markierung und werde mit der Wasserwaage das Ganze nun abzeichnen. So, bei einer Breite von 35,5 cm, beziehungsweise kann ich mir das auch ein wenig einfacher machen, wie das Ganze optisch ausschaut. Ich muss dafür sorgen, dass hier das Holz dazwischen passt. Das passt auf jeden Fall, auf der anderen Seite auch. Das heißt, vom Prinzip her irgendwo so, dass es schick aussieht. Ich denke, hier wäre völlig in Ordnung. Um in dieser Platte das Loch einsetzen zu können, kann ich entweder mit meiner Handkreissäge live ansetzen oder ich mache Folgendes: mit einem Bohrer in die Ecke. Idealerweise ein scharfer Bohrer und dann die Stichsäge in diesem Loch angesetzt. So, nachdem ich das Loch nochmal nachgesägt habe, sieht es nicht mehr ganz so schick aus, aber von der Größe her passt es jetzt. Und der Vorteil an dieser Tür ist, durch den breiten Rahmen ist es gar nicht so relevant, ob ich jetzt akkurat gesägt habe. Man sieht es schlicht einfach nicht mehr. Kurz noch die Wasserwaage drauf, jawohl, das kriegen wir gerade hin. Das Loch in der Wand ist eingesägt und der Korpus passt perfekt in die Öffnung hinein. Allerdings liegt er nicht plan auf, sondern hängt nur in der Front im Holz. Damit das Ganze hier auch genügend Futter hat, damit das Ganze irgendwo aufliegen kann und die nötige Stabilität zustande kommt, werde ich am Boden zunächst etwas Teerpappe auslegen, um den Gasbetonstein, den ich dann flach unter diesen Korpus lege, vor der Feuchtigkeit zu schützen. Anschließend werden wir hier Löcher einbohren und werden dann den Korpus mit dem Gasbeton verschrauben. Der Korpus ist in der Wand verschraubt. Er liegt hinten auf dem Stein bzw. auf der OSB-Platte auf und ich habe an den Seiten hier und auf der anderen Seite Löcher in den Edelstahlkorpus gebohrt und habe diesen mit der OSB-Platte mit einem verstärkten Holz verschraubt. Das Ganze hält. Ich werde nun
das hält. Zweite noch. Volt. Gut geworden, oder? Wie ist eure Meinung? Schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr über diese Bauteile denkt. Es ist geschafft. Ich habe die Türen und die Korpusse eingebaut. Die Türen schließen richtig gut. Ich habe jede Menge Platz, werde mir hier Regale und ähnliches noch einbauen. Ihr seht, auch hier unter der Spüle ist genügend Platz, um dann hier den Siphon und den Abfluss und dergleichen unterzubringen. Auch diese Tür ist übrigens magnetisch, auch wenn ich das beim Einbau nicht sofort bemerkt habe. Lediglich diese kleine Tür ist nicht magnetisch, aber fällt wieder zu. Ein ganz kleiner Widerstand ist zu spüren. Vielleicht ist da doch ein Magnet verbaut. Ich weiß es nicht, aber die Tür ist geschlossen, sie bleibt zu. Das ist wichtig. Ich habe die andere Tür hier eingebaut und die beiden Schubkastensysteme, den Dreier und den Zweier. Hier oben drüber werde ich die Sizzle-Zone einbauen, deswegen der Platz, den ich hier benötige, und auf der anderen Seite das Ganze wirklich sehr stabil. Was ich nicht habe, ihr merkt es hier, ich muss das Ganze mit ein wenig Kraftaufwand herausziehen, und wenn ich das Ganze jetzt anschubse, die Schubladen fallen nicht von alleine zu, aber sie schließen relativ einfach. Mit dem kleinen Finger kann ich das hier problemlos heranschieben. Das macht den Unterschied aus zu einem Premium-Anbieter, für den ich aber auch eine 0 mehr hinten dran hängen müsste. Hier auf dieser Seite seht ihr, da fehlt noch was. Und zwar ein Einbaumodul, was aus einem Dreier-Schubkastensystem und aus einem Mülleimersystem besteht. Dieses Modul ist aktuell nicht lieferbar. Das habe ich auf der Warteliste stehen. Sobald das kommt, werde ich das ebenfalls noch einbauen. Wenn ich damit fertig bin, wird die USB-Platte verkleidet. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, ob ich eine Vinylfliese, ob ich eine Folie oder ähnliches überklebe. Ich benötige etwas, was wenig Aufbau hat, denn ich möchte nicht die Türen hinter einem Aufbau verstecken. Habt ihr eine Idee für mich? Wie habt ihr das gelöst? Schreibt mir unten in die Kommentare doch einfach mal einen Tipp rein. Was würdet ihr an meiner Stelle zur Dekoration, zum Abschluss hier für die USB-Platten nehmen? Übrigens, die Einbauteile, meine Werkzeuge, auch die anderen Dinge, die ich hier verbaut habe. Die Links dazu findet ihr unter dem Video in der Produktbeschreibung. Wenn ihr ebenfalls vorhabt, eine Gartenküche zu bauen und diese Materialien verwenden wollt, schaut einfach unten, klickt auf die Links, gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Hier in der Lücke geht es dann weiter mit dem Einbau meines Grills. Der Napi, der steht noch hier, der Napoleon. Ich werde die Türen ausbauen. Ich werde eine Doppeltür hier einbauen, die ist schon bestellt. Dieses Brett wird davor gesetzt, entsprechend ausgeschnitten, dass nur noch dieser Bereich des Grills oberhalb herausschaut. Den Korpus werde ich aber weiterhin verwenden. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache, wie ich diesen Grill einbaue, die Seitenteile demontiere und vor allen Dingen auch den Seitenbrenner, die Sizzle-Zone, hier in die Arbeitsplatte hineinbekomme, dann abonniert meinen Kanal und ihr verpasst keins der neuen Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen, und natürlich auch über eure Kommentare. Was möchtet ihr mir sagen? Was möchtet ihr mit mir austauschen? Schreibt das ebenfalls unten unter das Video in den Kommentarbereich hinein. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.